Ja, hallo zusammen und seid gegrüßt zu einer weiteren Folge von Let's Play The Legend of Heroes Trades to Azure. Wir sind beim letzten Mal beim Fortsetzen unseres Rundgangs hier durch die Hauptstadt Crossbear City im Entertainment District angekommen. Ich habe hier die ersten Gespräche schon mit ein paar Leutchens geführt. Er hier hatte uns zuletzt angepöbelt, weil er uns auf Drinks, glaube ich, einladen wollte und wir dann freundlich oder auch unfreundlich, ich weiß nicht mehr genau, wahrscheinlich auch eine Sender-Empfänger-Frage darauf hingewiesen haben, dass wir gerade im Dienst sind und Wazy Begehrlichkeiten geweckt hat, die wir leider nicht erfüllen können, denn wir haben Pflichten, die wir zu erfüllen gedenken und hier mit gutem Beispiel auch vorangehen. Officer Kate, die kennen wir. Die war aber beim letzten Mal, also in Zero, nicht mit ihrem Polizeiauto hier. Well, look who it is. I guess all those rumors about the SSS starting up again were true after all. You know it, we even have some new members with us too. What brings you here, Kate? It's rare to see you working the Entertainment District. Das ist gerade voll unfreundlich von Ellie, weil das wäre jetzt der Moment gewesen, wo die sich hätten vorstellen können, aber okay. I could swear we only ever run across you in Central Square. Seems that way, huh? But lately I've actually been staking out this area to track down a certain driver. Anywho, I'm glad you've got the gang back together again. Can't wait to see what feats the SSS pulls off this time. I don't plan on slacking off anytime soon, so you guys better not either. Definitely. Thanks, Kate. It's good to see the SSS is starting up again. Guess all those rumors going around were true after all. I don't plan on slacking off anytime soon, so you guys, das hat sie gerade eben schon mal gesagt. Alles klar. Okay, na gut, wenn es immer mehr Fahrzeuge hier werden in der Stadt und das hat sich ja in Zero schon abgezeichnet, dann wirst du auch den ein oder anderen Verkehrssünder hier haben. Und wenn Kate sich derer annimmt, dann hat das ja seine Daseinsberechtigung. Hey there, wanna play? Hihi, come on in, I promise it will be a fun time. Nein. Also doch, wir werden hier schon noch reingehen, aber ich bin jetzt nicht so erpicht darauf, da Geld auszugeben und so. Sag mal, ich spiele das Spiel ja jetzt auf der PS5, ne? Ist weil in Trades from Zero, da hieß es ja, wenn ich das Plakat da unten gerade sehe, mit Millennia, steht da Millennia Street? Ich bin mir nicht sicher. In Trades from Zero war es ja so, dass es immer hieß, dass die PS4-Version immer richtig schlecht gewesen sein soll, so was so die grafischen Upgrades und so angeht. Ist das auch ein Thema bei Trades to Azure? Habe ich mich vorher gar nicht drüber informiert. Ich habe nur viel bei Zero eben gehört, dass ich die PS4-Version, die ich am Ende halt Let's Played habe, eher nicht hätte Let's Playen sollen, weil es bessere Versionen gibt und alles und überhaupt. Aber hier bei Azure weiß ich das gar nicht. Septi-Colored Sherbet oder so. Was ist das alles? Es ist auf jeden Fall zu teuer, um es mal zu probieren. So nebenbei mal eben. Ice cream, get your ice cream. I've got all kinds of flavors here for you to try. Go on and give them a whirl. You never know which one will be your favorite. I can also mix any flavors you want if that's what tickles your fancy. Just don't blame me if you get a little too adventurous, if you know what I mean. Die macht das auf jeden Fall auch sehr gut. Trotzdem ist ihr Eis total überteuert. Es tut mir leid, aber das Geld bin ich nicht gewillt zu zahlen. Hi, I hear Golden Sun Silver Moon is their greatest show yet. I can't wait to see it. The doors don't open until right before the show starts, though. Maybe we should go somewhere else until it's evening. Ist wohl besser so. Zumal man sich ja hier auch Sitzplätze bucht, ne? Ansonsten hätte ich gesagt, stellt euch gerade jetzt nach vorne, dann habt ihr den besten Platz später, aber ich glaube, so läuft das hier nicht. So, this is the famed Ark Seal, huh? At long last, we're finally here. We already have our tickets, but to wait until the show is excruciating. Naja, also ihr seid ja hier als Touristen, die Stadt hat einiges zu bieten, also da wird man sicher wohl irgendwie die Zeit ein bisschen totschlagen können. Hey, I recognize you. You're the officers that kept going into the theater a while back, right? I wish I had a job that let me waltz into Ark and Seal whenever I wanted. Maybe I should enroll at the police academy and become an officer too.
Then, once I'm on the force, I can visit Arkansas all the time under the guise of patrolling. Now that's the dream. That's no reason to get into law enforcement. Da sagt der Lloyd was Richtiges. Vor allen Dingen ist auch gar nicht gewährleistet, dass er dann da überhaupt eingesetzt wird. Also das war ja auch eher Zufall, das war ja missionsgebunden. Also ich glaube, der stellt sich das alles ein bisschen zu leicht vor. I've seen Ilya spending a lot of time with that new girl from the theater. Oh, she's so lucky. Why can't Lady Ilya take me under her wing? Meint sie Rishia oder was? With that new girl from the theater, ja. Naja, gut. Also, sie nimmt dich nicht under ihr Wing, weil du halt nicht eine Hauptrolle auf der Bühne mit ihr spielst. Es ist ja nicht so, dass sie sich die ausgesucht hat, weil sie gern hat oder so. Achso, wir kommen rein. Damit habe ich jetzt fast nicht gerechnet, weil sie halt gerade noch sagten, dass die Türen hier verschlossen sind. Aber wir haben hier besondere Privilegien. Sehr gut. Arkansas, it's been a long time since we last set foot in here. It has. I wonder if Ilya and Rishia are doing well. Well, I didn't realize you two spent so much time schmoozing. Was? Schmoozing? Was ist das denn für ein Wort? Auch noch mit SCA geschrieben. It up with celebrities. Is it really okay for us to just waltz into the theater like this? Ich finde das voll schön, dass Theater hier so ein hohes Standing hat und dass alle so ehrfürchtig sind vor dem Medium Theater. Das ist gefühlt heute irgendwie kaum noch so. Why, if it isn't Detective Bennings and Miss McDowell from the SSS, it's so good to see you both again. Are you here for a personal visit? Actually, the SSS is back in operation starting today. We were patrolling the city and decided to stop by. We're not bothering you though, are we? No, of course not. You're no bother at all. The troop is currently taking a break, so please feel free to stay a while. I'm sure Ilya and the others would be delighted to see you. Thank you very much. Wow. Ich finde das voll süß, dass Noel da so aufgeregt ist. Is something wrong, Noel? Well, no, it's just I can't believe how much clout the SSS has. She's right to think they'd have the red carpet rolled out for you at Arkansas. I guess I can't entirely deny it. We've been quite lucky to forge such wonderful connections here in Crossbell. Das ist echt so, aber wir haben auch echt viel hier für Arkansas gemacht. Also die Dankbarkeit kommt ja auch nicht von ungefähr. So, hi, Roland. Welcome to Arkansas, everyone. If you have any questions about our theater, bring them to me and I'll do my best to answer. Welcome to Arkansas. Any questions? Ja, warum kann ich jetzt keine stellen? Vielleicht habe ich voll viele und man lässt mich nicht. Unfair. So, warte mal. 3 Kabinen. Ich erinnere mich. Guten Tag, guten Tag. So schnell sieht man sich wieder. I must say, Nikolai's finally returned to his former self. Definitely, and his skills are steadily improving to boot. Nikolai war doch einer von den 3, die irgendwie in diesen Drogenskandal damals verwickelt waren, oder? Ich erinnere mich noch dunkel, wie wir 3 Leute ausfindig machen sollten, beziehungsweise ergründen sollten, was mit denen komisch war. Ich weiß es nur noch oberflächlich, aber ich glaube, darüber sprechen die gerade. Steadily improving, das habe ich gerade schon gelesen. He might even overtake you at this rate. You'd best be careful. Just who do you take me for? Do you truly believe the Flaxen Prince would allow anyone to surpass him? I wouldn't be so sure. Innocent wallflowers like Nikolai have been all the rage lately. And Roland did mention he's been receiving more fan mail. Uh-oh. Are you sure? How can that be? Ha, beats me. Why don't you ask him yourself? Ich wollte jetzt hier keinen Konflikt auslösen, aber wir haben das Thema ja auch nicht ins Spiel gebracht, glaube ich, sondern die haben von sich aus angefangen. Be serious, Theodore. Now I need you to teach me all you know about the ways of these wallflowers. Give me 1 week. That's all I'll need to bloom with the best of them. Okay, yeah, I don't know about that. An innocent wallflower, So in other words, the shy, late-blooming type? Such rows come naturally to me. Naja, dann macht ihr mal, mir wäre das viel zu anstrengend, da ein ständiger
Rivalry zu anderen zu stehen. Jeder macht halt seinen Job so gut er kann und gut ist. Maybe I shouldn't have mentioned any of this to him. Ich glaube auch, dass das besser gewesen wäre. Oh well, at least it will be fun to see where it takes it. Ich meine, vielleicht wird er darauf basierend aber auch noch besser und wächst wirklich über sich hinaus. Kann ja sein. Kann ich hier irgendwie ran? Nee, ich dachte kurz. Theo and Eugene are always together, even off the stage. No wonder some of our fans see a passionate spark between them. Okay. Wait, what kind of rabbit hole is my mind going down? I need to commit my routine to heart, much like the committed hearts of two young men locked in the steamy throes of... enough. What kind of rabbit hole is my mind going down? I need to commit my routine to heart. Okay, wir lassen das mal so stehen, aber was ist denn so schlimm daran? Sie hat ja auch eigentlich gerade nur gespiegelt, wie die Leute das außerhalb wahrnehmen, oder? Oder habe ich das falsch verstanden und es geschieht nur in ihrem Kopf? Warum kann ich denn hier was lesen? A magazine titled The Orbital Car Patricians rests honorably atop a pile of crates. Ist das wichtig? Wenn ich das jetzt schon wieder sehe, habe ich schon wieder Panik, dass ich in anderen Gebäuden in den letzten Folgen irgendwas übersehen haben könnte. Munch. Mid practice snacks are the best. Ply. Spricht man ihren Namen so aus? How many times must I tell you, no eating in the dressing room? What's the big deal? We're on break now, aren't we? When else am I supposed to get my sweets fix if I can't do it during practice? Oh, honestly, it's like I'm speaking to a child. Who knew Ply, the mysterious songstress, had a sweet tooth? No kidding, she's a totally different person off stage. Ich finde sowas aber irgendwie sympathisch. Das zeigt nur, wie gut sie vor allen Dingen ihre Rolle auch spielt oder ihre Rollen. Oh, we're supposed to be using this break to get your costume fitted, you know. Just hurry up and finish your snacking. I've given up trying to fight it. Aber dürfen die gar nicht eine Kleinigkeit essen? Oder ist ihr Problem gerade, dass sie das in diesem Raum hier tut, wo es halt nicht gewollt ist? This is bliss with a capital B. Ich finde hier irgendwie lustig, die Pli. Ich fühle die. Ich mag die. Auch wenn ich eigentlich auch Leute mag, die sich an Regeln halten. Aber ich sehe daran jetzt nichts allzu Verwerfliches. Außer vielleicht Hygienebedenken, was so das Umkleidezimmer angeht. Evan, well, how about it, Heinz? Can you manage that? I mean, I try my best, but... Can I help you? Oh, you're Lloyd from the SSS. Are you here on official business? No, nothing like that. We're patrolling the city right now, so we just thought we'd drop by. Oh, I see. Well, I appreciate you keeping an eye on us. Feel free to call for me if anything does come up. We will, thank you very much. I'm not too sure this will work. There isn't going to be much breathing room if we speed up the timing. Yes, Ilya is very much aware. Accelerating the entire scene, however, is a necessary step in achieving her vision. You know how Ilya can be. She wants to push things to their very limits. If you say so, I'll give it a shot then. Still, does she really expect me to make everything 50% faster? I mean, I'll give it my best shot, but I can only take so many insane demands. Naja gut, probieren geht über studieren, deswegen probt ihr doch vorher auch, oder? I realize it's a lot to ask for, but you're the only one we can count on. The integrity of Ilya's vision for this scene depends on it. Da mischen wir uns mal nicht ein, das überlassen wir einfach mal den Experten. Hello, hello. Von hier oben können wir mit denen nicht sprechen, das ist aber auch nicht so schlimm. Hi, wer bist du nochmal? Ach, das ist der Nikolai, stimmt. Sally's only an assistant, but I was impressed by how quickly she moved while helping us out with rehearsal. It feels like everyone in this troupe is a virtuoso when it comes to fancy footwork. I can't even compare. Not only are they incredibly talented, but they put in so much effort too. All I can do is keep plugging away and hope for the best. I can't compare to all these virtuosos in our troupe, but I do feel like I've gained their respect little by little. True, I lost my way for a while, but I keep on plugging away as best I can now that I'm back.
Ja, willkommen zurück. Also so wie er die ganze Meute hier beschreibt, sind das halt alles passionierte Experten, ne? Vollprofis, wie man so schön sagen würde. Hä? Ach, hier geht's gar nicht weiter. Ich dachte, hier wird es jetzt so einen Durchgang geben zur Eingangshalle quasi. Warte mal, ich muss mal kurz einen Schluck trinken. Das ist jetzt die 4. Folge, die ich in Folge quasi aufnehme und das macht sich irgendwie schon wieder bemerkbar. Ach so, hier ist gar kein Durchgang. Okay, dann verstehe ich, warum es da nicht weiterging. Wobei, das war eigentlich eine Ebene höher. Das müsste eigentlich von hier ausgehen, glaube ich. Balsamo. Ilya and Risha should be in the theater's auditorium right now. You're welcome to go see them if you like. Das machen wir dann am Ende. Ich will erstmal gucken. This way leads to the second floor seats. Wandering around the theater isn't a good idea right now, though. Findest du? Ich fand die Idee eigentlich herzallerliebst. Hier sagt er nochmal das Gleiche. Alles klar, das respektieren wir natürlich. So, weiter geht's. Hier oben steht niemand und da unten sehen wir die Grazien schon in Begleitung von... Wer ist die 3. Person? Ich dachte gerade wegen dem grauen Haar, dass da Grace stehen würde, aber das passt von der Kleidung her nicht. And you wouldn't believe what Sally did next. Ach, das ist Sally. Okay, dann passt das. Dann passt das. Sally ist das Mädel, was häufiger für einen Jungen gehalten wird, was wir in Zero aus der Wohnung von Ilya rausgeholt haben. Ich weiß allerdings nicht mehr, was der Background war. Und Ilya hat sie dann irgendwie ins Herz geschlossen und sie arbeitet jetzt für Ilya, also Sally. Ja, das weiß ich, weil ich vor kurzem diese Backstory, diesen Bonuspart dazu aufgenommen habe. Hey, cut it out. Not in front of Risha. Oh, Ilya, you really shouldn't pick on her so much. Ich hoffe, das passiert alles auf einer spaßigen Ebene. Things are as lively as ever here, huh? It looks like they're on break right now. Is that Ilya Platier? The Ilya Platier? And those other two must be... if it isn't my favorite little guy. Tja, da kiekst du, wa? Oh, hello, SSS. Hello. Warte, muss mich gerade an der Nase kratzen. Hab vergessen zu drücken. Long time no see, everyone. We're sorry if we interrupted your break. Oh no, not at all. Die guckt halt immer so, als, weiß ich nicht, als würde sie, weiß ich nicht, wie so ein Profilfoto auf OnlyFans. So, die guckt immer so lüstern, finde ich, so der ganze Gesichtsausdruck, aber auch in Zero schon. It's been ages since you last stopped by, so go ahead, make yourselves at home. And while you're here, could I trouble my favorite little guy for a nice warm reunion hug? Und sie redet auch so, finde ich. Das passt einfach alles zusammen. Ne, no, thanks. I'm good. Oh, you're no fun. You don't have to hold back with me, you know. Or maybe you'd prefer Risha pressed right up against you instead. Oh Mann. Ilya, quit being such a sleazebag already. I see your troubles haven't changed, Risha, though I can't say I don't empathize. Oh, da ist sie. Fate has it in for us, it seems. Still, it's great to see you again, especially after all this time. I hope you continue looking out for everyone here at Arkansas. You're that actress who made her debut during the anniversary festival performance, right? Don't you live in the downtown district? I think I've seen you around the neighborhood before. Yes, I do. Pardon me if I'm mistaken, but would you happen to be the leader of that street gang? Wazy Hemisphere at your service. Oh, you know him, Risha? Come to think of it, the SSS seems to have a few extra additions to the cast. Right, these are our 2 newest members. Ich wette, Noel wird jetzt richtig schüchtern sein. I'm Noel Seeker. I transferred into the SSS from the Guardian Force. My younger sister Fran and I are big fans of yours, Miss Platier. Oh, well, thank you very much. Theo and Randy haven't returned yet, unfortunately. It will just be the 4 of us for a while.
Ah, I see. Looks like you found yourself some pretty kooky characters. I like them. Well, I don't think they're even half as kooky as you, Ilya. Your performers are a lot more casual than I imagined you'd be. And even more beautiful than your photos give you credit for at that. Why, thank you, but you know, flattery will get you nowhere, right? But enough about that. You have been quiet this whole time. Step up and introduce yourself, Missy. Okay, I get it. Hey, I'm Sally Edrate oder so, an assistant to the troop. It's nice to meet you. Same here, Sally. Wait, did you just call Sally Missy? She's a girl? Ach, das wäre mir gar nicht aufgefallen. Ich dachte, das wurde noch gar nicht aufgeklärt? Leute und den anderen gegenüber, ich dachte, die wüssten Bescheid. Aber okay. She's a girl? We've been here so many times since she was hired. How did I never notice? Then again, upon closer inspection, her face is too cute to be a boy's. Was soll das denn heißen? Yeah, you jackass. Lloyd, why are you like this? Huh? I mean, I'm just saying, I only thought you were a boy because of the way you spoke. Haha, listen to him go. I should thank you, Lloyd. Whenever I need to play the clueless airhead role at the club, I just think of you. What are you saying? I'm not... Also ganz ehrlich, ich finde, Lloyd hat gerade überhaupt nichts Schlimmes gesagt. Aber okay, lassen wir mal so stehen. These guys are my crab list for sure. In any case, it's good to have you back. The SSS has already done so much for us. Please visit us whenever you like. Seconded, you always get a warm welcome here. Not to mention Rishia's rehearsals have been more thrilling to watch than ever these days. Okay, warum? Wow, really? I'd imagine she offers a selection of choice views leaping around in that costume of hers. Wazy. That's one of the appeals, yes. But lately, I feel there's been a certain sharpness to her movements, both on and off the stage. She never seems to get tired either. I'm guessing you've improved your sleeping habits. Yes, I suppose so. So that's it, huh? I never realized. Leave it to Ilya to know her performance inside and out. It's true, there hasn't been as much work recently, so I've had more time to relax. If Ilya can sense that just from the way I move, she really is amazing. You're one of the hardest workers I know, Rishia. Just remember to get enough rest. Take a moment for yourself every now and then. I will. Thanks for always looking out for me, Lloyd. Arkansas seems as busy as ever now. But if you're sure it won't be a bother, we'll try and stop by from time to time. Feel free, you're always welcome, as long as we're not in the middle of a performance or rehearsal. That being said, things are probably going to be ramping up in the near future. Oh, why's that? Is something special in the works? Aha, nee, That's on a need-to-know basis only. You'll see what we're cooking up when it's good and ready. Look forward to it. Haha, will do. We have to follow up on that sometime. Ja, das werden wir. Ich hätte Bock, also die Show in Trails from Zero, das war, finde ich, eins der absoluten Highlights, weil das so schön visualisiert war einfach. Seriously, how the heck can Ilya tell that Rishia's sleeping better? Is there anything she can't pick up on? Die hat halt eine sehr, sehr gute Menschenkenntnis, auch wenn sie sich immer ein bisschen oberflächlich gibt, aber da steckt scheinbar ein bisschen mehr dahinter. Congratulations on resuming your duties and on the new members. I'll be rooting for you. Feel free to come visit whenever you have some time to spare. Will do. Don't be afraid to get in touch if you need any help again either. The SSS is always here for Arkansas. Hehe, I'll keep that in mind.
Sehr gut. Congratulations. Rooting for you. Spare. Das kennen wir schon. So, the SSS is back in action and with some new faces too. I bet Cecile will be excited to meet them, not to mention see you again. Aren't you one lucky little guy? Please stop teasing me. She's right though. I should visit Cecile sooner rather than later. Ja, aber aktuell lässt man uns ja nicht in diese Richtung, weil St. Ursula war, glaube ich, südwärts und da kommen wir aktuell nicht durch. You all better look forward to what Arkansas is cooking up next. It's still a secret, but I'm sure you'll love it. Jetzt bin ich ja gespannt. Die arbeiten bestimmt an einem Zusatzprogramm oder so. Aber, ja gut, deren Tour ist ja jetzt inzwischen vorbei. Das haben wir ja so ein Stück weit auch begleitet, als wir in Zero unterwegs gewesen sind. Und jetzt proben sie wahrscheinlich Nachschub oder so. Okay. Oder eine Fortsetzung. Warte mal, wir sind hier noch nirgendwo drin gewesen. Ich muss noch ins Hotel. Und dann noch ins Casino. Bloß nicht vergessen hier. Oh. Hier saßen noch nie Leute auf dieser Couch. I knew the rooms here would be top class, but the service is no slouch either. Sagt man Slouch? Sludge? Keine Ahnung. We'll have to stay here again the next time we visit Crossbell. Ihr habt aber auch scheinbar das nötige Kleingeld, um euch das hier zu leisten. So, ich muss mal kurz das Wort hier nachschlagen. Slouch. Slouch. Slav. Slav? Ich verstehe das trotzdem irgendwie nicht richtig, aber ich habe auch noch die Kopfhörer auf. Auf jeden Fall nicht Slouch, also nicht wie Couch, also nicht mit T, SCH ausgesprochen am Ende, würde ich jetzt sagen. Achso, ich habe gar nicht gesagt, was das heißt. Warte, ich habe nur das Wort lümmeln gelesen. Ich sehe das hier gerade nur als Verb. Hängen, latschen, herumhängen, sich lümmeln. Irgendwie sowas. Die Niete, das Hängen, der latschige Gang, die krumme Haltung. Also ich glaube, er will damit einfach sagen, warte mal, also dass die den Service hier auch nicht hängen lassen quasi. Also dass nicht nur die Zimmer schön sind, sondern auch der Service passt. So, ich glaube, so kann man das ganz gut auf den Punkt bringen. Any travel fatigue I had from the train ride over was swept clean away after staying here. It may be a bit pricey, but you get what you pay for with a hotel like this. Das ist schön. Aber gerade in einem guten Hotel wirst du doch erst recht müde, wenn das Bett gemütlich ist und alles und überhaupt. Also wenn ich nach langer Reise im Hotel ankomme, lege ich erstmal die Beine hoch und döse erstmal ein bisschen und penne manchmal länger, als ich eigentlich wollte. Good day and welcome to Hotel Millennium. If you'd like to make a same-day reservation, it would be my pleasure to assist you. You can replenish CP by staying... Stimmt, da war ja was. Ey, gut, dass das hier nochmal angezeigt wird. Das hatte ich nicht mehr auf dem Schirm. Aber du kriegst nicht die vollen 200, oder? Das sind nur 100 in Anführungsstrichen, glaube ich, meine ich. Ah, hier steht es nochmal. Regular Inns recover 100 CP, while Luxury Hotels recover 200. Ey, das ist ja voll praktisch. Das muss ich mir unbedingt merken. Irgendwie, wenn es irgendwie geht. Good day and welcome to Hotel Millennium. If you'd like to make a same-day reservation. Ach, das hat er gerade eben schon mal gesagt. Und wiederholt sich. Was kostet das denn? Wo sehe ich das? 800 Mira. Ey, ganz ehrlich, wenn man auch überlegt, wie viel Zeit das spart, ne? Einfach hier mal übernachten zu gehen. Nachdem du gerade einen Bossfight hinter dir hattest, irgendwie alle 200 rausgeballert hast, legst du dich einmal hin und hast die wieder voll. Aber man hat auch nicht in jeder Situation die Möglichkeit, hier nach Crossbear City zurückzukehren und sich hier hinzulegen. Aber wenn es funktioniert, kann man sich das ja mal merken. Good morning, will you be staying the night with us? Don't forget to lock on your rooms on the way out. Nee, nicht on. Don't forget to lock your rooms on the way out. So rum. Ja, das machen andere aber auch nicht. Warum sollte ich mich daran halten? Wobei, in manchen Inns waren, glaube ich, wirklich die Türen versperrt, aber nicht unbedingt in Trails. Aber in Suikoden zum Beispiel, obwohl, nee, da ist... Nee, weiß nicht, da sind die Türen auch immer offen. Die sperren halt generell irgendwie nie ab. Warte mal, ich muss mich jetzt erst hier wieder orientieren, wie der Aufbau eigentlich war. Von unten kamen wir. Genau, und hier sind die ersten Zimmer. Da war ich gerade schon drin. Hey, warte mal, jetzt habe ich mich irgendwie selber verwirrt mit dem Gedanken, wo man... in anderen JRPGs eventuell rein konnte. Nee, hier bin ich hergekommen.
Wow, also dass das jetzt hier mein größtes Labyrinth sein würde, hätte ich auch nicht für möglich gehalten. Hier wollte ich eigentlich hin. Guten Tag. This year marks the 60th anniversary of the hotel's opening. I've been employed here for over half of that time. Before I knew it, I had become the elder statesman on staff. Where does the time go? I've worked at this hotel for over 30 years. Before I knew it, I had become the elder statesman on staff. My goodness, where does the time go? Ja, das frage ich mich aber auch immer wieder. Bloß nicht drüber nachdenken, wie schnell die Zeit manchmal rennt. Also eigentlich immer. Ich glaube, je älter man wird, desto stärker hat man das Gefühl. Hier liegt auch wieder was. A book entitled Delicious Hot Pots. Ich habe gerade fast Hotspots gelesen. Pressure Cooker Edition is letting off steam on the table. Kriegen wir ein Recipe? Ich dachte... Oh, ich werde hier bestimmt schon wieder so viel Zeug auslassen. Ich muss überlegen, ob ich mir nicht wieder so eine Liste an missable, also an verpassbaren oder von verpassbaren Quests machen soll. Der große Nachteil daran ist, dass ich mich halt spoilere, in welchem Kapitel man welche Orte besucht. Wisst ihr, was ich meine? Das ist immer so die Kehrseite dessen. Welcome to Hotel Millennium. Our establishment provides only the finest array of services and amenities. Let us know at any time if you'd like to book a room. Noch nicht. From spa treatments to room service, you can request any of our luxurious amenities via the Orbital Net. Here at our establishment, we strive to meet our guests' every need. Okay, ich bin ja relativ viel in Hotels unterwegs, also sowohl dienstlich als auch, wenn ich immer mal wieder zu Konzerten ein bisschen weiter rausfahre. Und ich finde, dass die meisten teureren Hotels ihr Geld auch wert sind. Es gibt natürlich immer Ausnahmen, aber ich erkenne durchaus eine Korrelation zwischen Preis und Service, wobei ich sagen muss, dass auch in günstigeren Hotels die Leute manchmal sehr nett sind, aber ich finde trotzdem, also da, wo ich jetzt in den letzten Monaten, vor allen Dingen dieses Jahr, mehr Geld gelassen habe, obwohl das stimmt nicht. Nee, das Thema ist jetzt zu komplex. Da mache ich jetzt nichts auf. Ich habe gerade so ein bisschen Revue passieren lassen, wie meine letzten Erfahrungen gewesen sind, aber es ist doch ein bisschen durchmischter, als ich gerade anfangs dachte. Hello, hello, Elinda. You can always enjoy a good spin of the roulette at the Barca Casino. Oh mein Gott, wenn ich lese a good spin, da muss ich direkt an Ayuden Chronicle denken. Da gab es ein Minispiel, wo es ums Spinnen ging. Keine Ahnung, wie ich das verdeutschen soll. Und das hat mir nicht so viel Freude bereitet. But before you begin, I must warn you that you'll never be able to cheat at this table. What do you say? Care to surrender yourself to the whims of destiny? Nope. You can either play it safe with smaller outside bets or take a risk on some hefty inside bets. Only the goddess herself knows the final outcome. Ne, da müssen wir erstmal vorher in die Kirche gehen, eine Runde beten, die Goddess auf unsere Seite ziehen und dann kommen wir nochmal zurück. Nein, das war eine blanke Lüge. Es tut mir leid, ich schäme mich ein bisschen, vielleicht auch nicht. Welcome to Barca Casino. This is where you can exchange your MEHR for tokens and your tokens for fabulous prices. We've got some real good stuff up for grabs, so get on out there and start playing. Nah, this is where you can exchange MEHR for tokens, start playing. Nope, aber wir gucken mal. Achso, nee. Exchangen wollte ich erstmal nichts. A value pack of fishing baits contains one of each. Earthworm dumplings, deluxe dumplings, roe and red flies. Comfy chair, a recliner whose comfort is second to none. Decoration for Wazy's room. Oh, das hätte ich aber schon gerne. Das kriegst du bestimmt nur hier. Das hier haben wir einmal. Da steht auch Owned 1. Das haben wir irgendwann ganz am Anfang mal gefunden. Over-fried fish that by mistake now resembles a dart. Habe ich das jemals gelesen? Ich weiß nicht mehr. A cute hood with cat ears. Mules audibly when pressed. Ich weiß nicht. Comfy Chair wird mich schon am ehesten ansprechen, aber ich glaube,
Du zahlst für ein Token 5 Mira. Das ist schon teuer. Also auf jeden Fall Zukunftsmusik, wenn ich überhaupt jemals das Ganze hier bezahle. Müssen wir mal gucken. Rate Rosa. I left Crossbell for some time, but I just couldn't keep myself away. I still love my native Calvert, but there really is something special about this state. I left Crossbell for some time, but I just couldn't keep myself away. Na gut. So, und du, Galetti, welcome to the card table. Shall I deal you a hand? Nee, Card Table. Haben wir hier beim letzten Mal irgendwie mal gespielt? Habe ich in Zero probeweise alles mal durchexerziert? Ich glaube, ja. Diesmal möchte ich das aber nicht. Oh ho, I'm on a roll at the slots today. Hearing those tokens pour out by the barrel full is the best feeling in the world. I tells ya. I tells ya? Was ist das für ein komischer Dialekt oder ist das ein Fehler? I'm on a roll at the slots today. Na gut, dann tell me mal. Wir machen jetzt hier weiter bei unserem alten Kumpel Drake. Well, if it isn't the SSS, and Wazy too, I see. That's quite an unusual combination. Hey there, Drake. It just so happens that I've been assigned to the SSS. I'll spare you the details, just treat me the same as you would any of them. As you wish. He didn't even bat an eye. No kidding, I guess I shouldn't be surprised that you know him too, Wazy. What can I say? Police officers have their beats. Mine is the entertainment district. And besides, any host worth their salted rim knows Drake. You say it so nonchalantly. Also, you're too young to be hanging around in a place like this. You should take this opportunity to... Do you hear yourself right now? Loosen up that collar, would you? I suppose that buttoned-up drill sergeant vibe is just part of your charm, though. Why do I even bother? It's like we're trying to reprimand Randy all over again. Ey, das wollte ich beim letzten Mal schon sagen, aber dann war die Folge irgendwann zu Ende. Ey, Randy und Wazy, die müssten doch gemeinsam ihre Bromance überhaupt haben und die Zeit ihres Lebens haben, wenn die abends, nachts durch die City tingeln. Speaking of Randy, is he still away at the moment? He informed me that he would be returning to the CGF for a short time. Yes, that's right. He should be joining up with us before long, though. I see. Then if it isn't any trouble, would you mind telling him to stop by once he's in town? Let him know I've got a bottle of wine waiting to welcome him back. We will. After we are off duty, of course. I'm sure Randy is doing a fine job meshing with the CGF. If it helps him evolve past being the sack he was when we first met, then I'm all for it. I'm sure Randy is doing a fine job. Also ich werde nicht mehr dran denken, dass wir ihn dran erinnern sollen, dass du hier mit einer Weinflasche auf ihn wartest. Aber vielleicht tun das unsere Leute automatisch, wenn wir ihn hier wiedersehen. So, welche Reihenfolge ist jetzt die beste? Nehmen wir uns jetzt die Back Alley vor. Wie habe ich das früher immer gemacht? Ich glaube, ich gehe jetzt hier einmal rüber, bevor wir zum Residential District und zur West Street weiterziehen. Hello, hello. Ich mag diesen Abschnitt. Was macht sie denn hier? They're finally making their move. I wonder if I'll be in the clear making an article out of this. Pressure from the Republican faction has eased up lately, but... Sie lebt aber schon ein bisschen gefährlich, wenn sie hier alleine so rumschnüffelt. Grace, what are you doing here? Das können wir uns doch eigentlich fast selbst beantworten, oder? Sie ist doch heiß auf das nächste Thema für ihren nächsten Artikel. Oh, it's just you, Lloyd. I take it the Special Support Section is finally back in action? Yes, thankfully. Theo and Randy have yet to return, though. Oh, that's too bad. On the other hand, you could have expected your division would let Wazy in off the street. And now that one gave me a real shock. I do aim to surprise, after all. It would be fine with me if you wanted to write a special feature on it.
Don't listen to him. Oh, sounds like fun. But you know, as much as I'd love to catch up with all of you, now's not exactly the best time. Maybe after I'm done here, we could... Well, isn't this an unusual little lineup? Young man's voice. Ach, die kennen wir doch. Cow. Oh, crap. Tja. Voll die falsche Stimme. Ich weiß aber gar nicht, welche Stimme ich ihm damals gegeben habe. It's been a while, Mr. Bennings, Miss McDowell. And if it isn't Wazy Hemisphere and Sergeant Major Seeker too. How do you... That's quite the information network you have. Anything to keep tabs on my beloved SSS. Enough about my sources, though. How about yours, Miss Lynn? You'd have to be quite sharp to catch wind of this. Though I suppose I shouldn't expect any less from the renowned Crossbell Times. Who, me? No, I just happened to be passing by. Yeah, that's it. Das glaubt dir kein Mensch auf dieser Welt, vor allen Dingen er nicht. You're up to something, aren't you, Cow? What business do you have at the old Rivage compound? Isn't it obvious? Leaving such valuable real estate unused would be a waste, don't you think? It would be far better served in the hands of HIER. Oh shit, ey. Eine kriminelle Gruppe raus, die nächste kriminelle Gruppe rein. Glückwunsch. For ordinary businesses, acquiring property once owned by the Mafia would be rather challenging. But we of HIER are quite experienced in these particular matters. As a matter of fact, we are in a position to receive a good deal on the property. The contractor would rather not take on the headache of maintaining it. Tch. Excuse me, Mr. Lee, would you mind if I quoted you on that? Go right ahead, I've nothing to hide. Though I'd prefer if you didn't speculate on the finer details. Of course, I keep that in mind. Now then, if you'll excuse me, feel free to drop by my office should you need anything, Mr. Bennings. Come along, Lau. Sir. Ey, das darf ich nicht vergessen, wenn wir hier fertig sind. Einfach nochmal anklopfen und gucken, ob wir dann vielleicht reingelassen werden. Er hat es uns angeboten, wir haben es alle gesehen und gehört. What a terrifying man. I felt like his eyes were boring a hole straight through me. I know what you mean. Cowley, the White Orchid Dragon, HIER's youngest branch manager. The man's even sharper than the rumors say. Yeah, it's business as usual with him. Ich finde, dass Kao so von seiner ganzen Art dem Wazy irgendwie auch ein bisschen ähnelt. Das ist mir in Zero schon aufgefallen. Ich weiß nicht, ob ich das ausgesprochen habe, aber it is what it is. Grace, did you know HIER was looking to purchase the old Rivage compound? Yep, I heard they plan to buy it and all of its attached warehouses in one go. If HIER manages to seize this place, they'll end up wresting full control over Crossbell's underworld. That's not something to look forward to. Agreed. This isn't exactly what we were hoping to find, but it's a good thing we did. Yes, we should probably include this in our report to the First Division. Hold on, so you guys aren't here to look into what Cow's up to? Which means you're working on some other juicy lead? Well, wait, I almost forgot. Grace was with us one of the times we had contact with him. Grace was with us one of the times. Ich stolper gerade ein bisschen über die Formulierung, aber ja, ich verstehe, was ihr mir sagen wollt. Actually, it's about someone you've met before, Grace. We're looking for the man who won against that miner at the casino. His name is Lechter. Oh, that guy. I just saw him a little while ago at Long Lao. Da waren wir in der letzten oder vorletzten Folge. What? You did? Yeah, he was in his usual vacation thread, stuffing his face without a care in the world. I was in a bit of a hurry to get here, though, so I didn't stop to talk with him. Ja, irgendwie kann ich heute nicht lesen. Wait, what am I doing standing around? I need to go pump Cow for some more info.
Later, let's grab a bite to eat again sometime. Und da ist sie schon wieder weg. She never changes. Well, at least we managed to get a little lead of our own out of her. Indeed, let's make our way to Long Lao. Roger. Okay, HIER und Long Lao. 2 Orte, die ich mir danach merken sollte. Here, I'm Eris. Why don't you stop by our club and have some fun with me, handsome? The 2 of us could talk the day away over a drink, maybe several even. More of our patrons have been picking me as their go-to girl at the club lately. If I keep this up, I can get a lead on my rival and become CrossFit's undisputed top hostess. Na dann, ich glaube, Lloyd wird dir auf diesem Wege aber eher nicht helfen. Da hast du dir den falschen Jungen ausgesucht. Wobei Wazy wäre vielleicht dafür zu haben. Hey fellas, you look like you've got some time on your hands, am I right? We've got cute babes aplenty over at our club. How's about you swing by and check them out, eh? Aggressive solicitation is a crime. I'd keep that in mind if I were you. Whoa, whoa, whoa! Who said anything about being aggressive? What are you, a cop? Oh, looks like you are. My bad. Let's just pretend this never happened. This area is as seedy as ever. Aber ey, Lloyd misst auch mit zweierlei Maß. Ich muss ihn jetzt hier leider schon wieder ein bisschen kritisieren, weil wenn er bei Nine Valleys unterwegs ist, dann akzeptiert er das, ohne irgendjemanden zu rüffeln. Und hier lässt er irgendwie den dicken Kopf raushängen. Also was denn nun? My bad, pal. Let's just pretend this never happened, eh? Tell you what, I can cut you a sweet deal the next time you roll by our place. No, thank you. Bribery is also a crime. Hey, alright, I know when I'm beat. Also, versteht mich nicht falsch, ich finde das ja gut, dass er ihn zurechtweist, aber dass er das nicht konsequent macht an jeder Stelle, wo er irgendwas Kriminelles wittert, das ist mein Bauchschmerz damit. Let's just pretend this never happened. Also vergessen wird er das auf jeden Fall nicht. Aber ich glaube, nachtragen ist er auch nicht unbedingt. So, wen haben wir denn hier? Die gute Sandra. Day in and day out, I put on a fake smile and pour drinks at the club. Why do I do this to myself? Tja, my job's feeling like a big fat dead end lately. Still, it pays well, so I guess I'm not quite ready to quit. Tja, so ist das manchmal. Wenigstens wirst du gut bezahlt. Es gibt auch Leute, die unglücklich sind in ihrem Job und schlecht bezahlt werden. Und die Kombination ist dann noch schwieriger, finde ich. A book entitled The Working Man's Diet is taking 5 on the counter. Warum liegen hier überall Bücher rum? Ich wette, das wird irgendwann eine Sidequest sein. Und ich habe mir schon wieder nichts gemerkt. Na gut. Welcome. Hi. If it isn't Wazy... It's rare seeing you here this time of day. I guess it is. Me and my new crew here are out on a patrol, actually. So drinks will have to wait until I'm off the clock. I see. I'll save you a seat then. Ever since Rivage disappeared, groups that were once content to lurk in the shadows have slowly begun to emerge. As a result, the back alley has actually become more unruly, despite what you might expect. I feel I have a better understanding of how much power the Mafia truly wielded now that they're gone. Ever since Rivage disappeared, emerge, gone. Okay, hier wiederholt er sich. Dann lass uns nochmal einen sehnsuchtsvollen Blick auf das werfen, was wir uns sowieso nicht leisten können. Ich sag mal ganz schnell Tschüssikowski. Ich bin ein bisschen überrascht, dass wir bisher noch kein Rezept irgendwo gefunden oder geschenkt bekommen haben. Das hätte ich jetzt hier fast ein bisschen anders erwartet, aber vielleicht kommt hier nochmal irgendwie ein Cooking-Tutorial oder sowas. The door is locked. Okay, und die kommentieren das auch nicht weiter. Lassen wir mal so stehen. So, bei Imelda wird es jetzt weitergehen. Sie sollten wir nämlich besuchen im Zuge einer Quest, die wir kürzlich gestartet haben. Hey, welcome. My, look at what the alley cat dragged in. It's the SSS. Hehe, it's been far too long.
It's good to see you too, Imelda. You're as energetic as ever. I wish. From where I'm sitting, things have been boring as sin lately. Rivage has been shut down, and you lot have all been away on break too. Even my information broker on the Orbital Network's gone and closed up shop. An information broker on the Orbital Net? She must mean Jonah. I guess she isn't too happy about him going back to the Foundation. Oh, but what's this? I see a couple of unexpected faces there with you. Might you be the newest batch of SSS recruits, perhaps? A member of the CGF and the leader of a street gang. Now there's a recipe for some intrigue. Was? Ich habe gerade noch über Recipes gesprochen. Auch wenn sie das anders meint, aber trotzdem. Wait, how did you... It's sounding to me like you don't even need an information broker. Who said I only had one source, my dearies? What a fascinating old lady. Ja, diese ganzen exzentrischen Charaktere, mit denen kann Wazy einfach richtig gut, weil er selber einer von denen ist. Das wundert mich hier gerade null, dass er sie mag. By the way, I have a little something for you. Think of it as a welcome back gift. Here, take it. Ah, danach hätten wir jetzt gefragt. Ich dachte schon wieder für einen kurzen Moment, sie würde uns vielleicht Geld schenken, auch wenn es gar keinen Sinn ergeben würde. Aber hey, Key? Hehe, that's right, Buttercup. You can use it to enter my downtown property, the delightful Maison Imelda. Alright, I remember seeing that name on the side of a dilapidated old building. Hey, it is not dilapidated. In fact, it's so lovely that a swarm of monsters couldn't wait to set up house there. Still, I won't complain if you feel the urge to evict them. Tja, so kann man's auch drehen. We only came here because you put up an extermination request for the place. This is starting to feel more like a thinly veiled demand, actually. No one's twisting your arm, but I know you do it anyway. Have fun, boys and girls. Immer wieder eine Freude, auf diese Dame zu treffen. Hoffentlich bleibt sie uns noch lange erhalten. Ich mag auch ihren Job irgendwie. I'll be keeping a close eye on the SSS now that you're back in action. I look forward to reading all the delicious headlines you produce. Our division doesn't exist to generate entertainment for you, Imelda. Das sieht sie anders und das wirst du ja auch nicht mehr austreiben können, Leute. Also bei ihr brauchst du mit deinen Umerziehungsplänen gar nicht erst anzufangen. I was right. You are fascinating. Ja, die beiden, ey. I'll be keeping a close eye on the SSS now that you're back in action. Do be sure to entertain me, dearies. Wie sie das auch nochmal so explizit betont am Ende. Oh, sehr amüsant, die Frau. So, hier winken wir jetzt mal aus ganz weiter Ferne diesen wunderschönen Dingen hier zu. Ich glaube, am Ende von Zero hat man aber das ein oder andere Item aus dieser Sparte auch gefunden. Weiß ich noch. Aber es ist natürlich geil, wenn man sowas früh im Spiel hat, ne? Macht einige Sachen auf jeden Fall einfacher. So, Times Department Store Employees Only. Hier war doch damals so eine Kiste irgendwie versteckt, ne? Hier sehe ich jetzt gerade keine. Muss ja auch nicht alles immer gleich ablaufen. So, ich werde jetzt einmal nur kurz gucken, wenn wir zum Harbor District gehen, ob irgendwas passiert, wenn wir bei HIER nochmal anklopfen. Shit, und das andere habe ich jetzt wieder vergessen. Ach, Long Lao, oder wie das hieß. Dieses in der East Street, genau. Seines Hong. Genau, Seines Hong. Nee, wir kommen da tatsächlich nicht rein. Das klang irgendwie anders, finde ich. Aber hier in der East Street müsste jetzt irgendwas passieren, wenn wir das Lokal besuchen. Weil dann habe ich hier heute einen relativ klaren Cut, weil dann würde ich mir die restlichen Distrikte dann fürs nächste Mal aufheben. Aber erstmal gucken wir hier. There he is. Aha, Lechter, wir haben dich gespottet. Now I get it. So the trick is to use the flower of the mountain pepper, eh? Correct. It has a completely different flavor and kick than the pepper itself. It is only cultivated in the east, but recently became available to import via the railway.
Man, the mapo tofu I make myself never turns out this well. The secret is in the spice, huh? Live and learn. So, this is where you've been, Lechter. Eigentlich voll harmlos. Der will nur seine Kochkünste verbessern, scheinbar. That was easier than expected. Grace was right. He really doesn't have a care in the world. All we need is for him to confirm what he's abroad for, and it's mission accomplished. Hey, about time you got here. You really know how to keep a guy waiting, huh? These are the guys I was telling you about before, Master. Der ist uns einfach immer einen Schritt voraus, ne? Der hat fest damit gerechnet, dass wir hier irgendwann aufkreuzen. They've got guts like you wouldn't believe, so make sure to work them hard. Got it. I will do just that. It will not be easy having all 4 of you at once, but I'm always happy to spread the love for Eastern cuisine. Ey, so liebevoll haben wir den Sanghui auch noch nie erlebt. Now prepare yourselves and do not fall behind. Was passiert denn jetzt? What are you talking about? Hä? Was? Hey! He ran away. Should have known. We have to chase after him. Where do you think you're going? Your training has already begun. There is kitchen prep to be done. You've got the wrong idea. Ach, Lechter hat ihm das wahrscheinlich so verkauft, als wären wir jetzt hier die freiwilligen Helfershelfer. You see, we're here with the Crossbear Police Department. Ja, hier sollten wir jetzt unsere Autorität mal ausnutzen, um uns aus der Schlinge zu ziehen. I see, I'm very sorry for the misunderstanding, officers. But seeing as fate brought you here regardless, here, take this with you. Was? Hey, unser erstes Recipe, als hätte ich's kommen sehen. Dragon Fried Rice, nice, dankeschön. Recipe Notebook, da ist es. Are you sure? Just the recipe itself would have been enough. Not to worry, we're the extras. Use it to devote yourselves to the art of Eastern cuisine. Thank you very much. We'll, just be on our way now. After him, everyone. Right. Roger. Aber wo finden wir den denn? By talking to people or examining certain things, you can sometimes learn cooking recipes. Nicht, dass ich jetzt an einigen schon vorbeigelaufen bin und die hätte einsammeln können, wenn ich das Buch davor gehabt hätte. Recipes are recorded in the recipe notebook. You can use the recipe notebook at any time to prepare dishes with various effects. When cooking, there is a set chance of getting a supreme or peculiar variant of any given dish. At times, cooking can also result in a failure. Most ingredients used in cooking are sold at general stores in various other shops. Monsters may drop them as well. Na, das will ich doch mal hoffen. So, und wo ist er jetzt? Die Folge wird heute, glaube ich, ein bisschen Überlänge haben. It's no good, we lost him. I can't believe he set us up. It's like he knew we were coming. We shouldn't be surprised. He is a captain in the Imperial Intelligence Division after all. True. Though somehow I doubt that little ruse of his is something they teach in boot camp. Well, shall we call it quits? No, we have to keep up the search. Let's ask around. Maybe someone in the area can point us in the right direction. Good idea. Let's go. Boah, nee, ey, ich hatte eigentlich ganz andere Dinge jetzt vor als nächstes. Aber ich versuche mir das auf jeden Fall zu merken. Yeah, I was thinking that I'd gain 4 new apprentices to teach Eastern cooking to. The misunderstanding wasn't your fault, so no hard feelings. That recipe book is yours to have. Use it to sharpen your skills on your own time. Okay. Dankeschön. The only secret to growing as a chef is to actually cook. Am I clear? Ja, davon sind wir noch meilenweit entfernt. Aber wir sind schon froh, wenn wir was halbwegs Brauchbares hier zusammengekocht kriegen. Also, kleiner Reminder für mich nächstes Mal. Wir haben die West Street noch offen, den Residential District, also diese beiden Bereiche, die fehlen noch komplett. Und jetzt, wo Lechter abgehauen ist, sollen wir hier noch die Leute einmal dazu befragen, wo er vielleicht abgeblieben sein könnte, beziehungsweise in welche Richtung er gerannt ist. Und das wird so ein bisschen die Guideline fürs nächste Mal sein. Und ich könnte mir das erste Recipe angucken, was wir gerade bekommen haben. Das machen wir auch nicht mehr heute.
Und ja, ansonsten gilt einfach Sidequests abarbeiten und mal gucken, wie weit wir da in dem Zusammenhang beim nächsten Mal kommen. Ihr Lieben, ich bedanke mich auch heute wieder fürs Einschalten und würde mich sehr freuen, wenn ihr auch beim nächsten Mal wieder mit dabei seid. Macht's gut und bis dahin, wenn ihr mögt. Ciao!